Und heute geht es um das Goldene Reisemobil 2025. Am Ende verrate nicht nur ich, sondern auch der Sebastian hinter der Kamera unser persönliches Fazit nach 2 Wochen Rallye Dakar in Saudi-Arabien. Ihr habt richtig gehört, hier auf der linken Seite haben wir nämlich einmal das Biwak, also den größten Campingplatz Saudi-Arabiens. Hier sind über 7000 Menschen, rund 1000 Fahrzeuge am Start. Und eins kann ich euch sagen, hier geht es richtig zur Sache. Wir haben innerhalb dieser knapp 20 Tagen unseren Weinsberg Expedition, der nicht ohne Grund das Goldene Reisemobil 2025 geworden ist, auf Herz und Nieren getestet. Nicht nur in der Steinwüste, sondern auch im Sand. Ja. Wir sind auf Berge gefahren, über Felsen gefahren. Wir hatten richtig viel Offroad-Abenteuer und genau dafür steht dieses Fahrzeug. Für Offroad-Abenteuer der Extraklasse zum noch bezahlbaren Preis. Natürlich geht es hier auch schon ab 104.000 € los. Allerdings, wenn man sich mal die Konkurrenz anschaut, sind wir hier mindestens 20, eher 40.000 € günstiger. Was man aber auch hier dazu sagen muss, der Allradantrieb kostet Aufpreis. Wir starten wie immer vorne, arbeiten uns einmal im Schnelldurchlauf um den Wagen herum und springen dann auch noch mal kurz rein. Dieser Frontbügel ist ab Werk verbaut, der ist nicht Standard. Hier gibt es aber diverse Pakete, in denen dann auch hier dieser Dachträger oben mit diesem wunderbaren LED-Scheinwerfer enthalten ist, den ich wirklich sehr empfehlen kann. Und was ich hier ein cooles, aber kleines Detail finde, ist dieses ausgelaserte Logo. Das steht für Expedition, also für den Fahrzeugnamen. Und dieses Teil hier oben auf dem Dach, das schauen wir uns am Ende auch am Heck noch mal genauer an, das gibt es nur bei Weinsberg. Das könnt ihr nicht bei Detlefs, nicht bei Sunlight, nicht bei Hymer bestellen, weil das hat Weinsberg extra für sich bauen lassen. Ja, der Frontbügel ist von Delta, heißt, den kann man sich immer bestellen und auch nachrüsten. Der passt nicht nur beim Sprinter, gibt es auch für Crafter und Fiat. Was wir hier jetzt noch haben, sind 2 sehr, sehr große, aber auch wirklich helle Pia-Scheinwerfer, die machen die Nacht zum Tag. Hier muss man aber ehrlich sein, die muss man abdecken, weil wir hier in Summe zu viele Scheinwerfer haben. Da sind wir halt wieder in Deutschland. Wir haben ja hier die LED High-Performance-Scheinwerfer, die Pia-Scheinwerfer und oben die Scheinwerfer. Ja, und da muss man dann sich überlegen, welche man, sage ich mal, anhaben möchte im normalen Straßenverkehr, weil 4 sind erlaubt und 6 sind an der Zahl. Gut, dann kommt einmal mit. Wir haben nämlich hier wirklich ein cooles Auto, das ab Werk schon mit einer Höherlegung von Mercedes-Benz kommt. Und Mercedes-Benz ist jetzt, ja, wie soll ich sagen, keine Pommesbude, ja, sondern Mercedes steht, denke ich, auf jeden Fall für Komfort, für Luxus und für Langlebigkeit. Und hier könnt ihr das auch einmal sehen. So sieht das Ganze aus. Auf der anderen Seite ist auch nochmal so ein Sticker drauf. Das ist alles original. Das Einzige, was wir jetzt hier verändert haben, ist eine 40 mm Höherlegung, sodass wir noch mehr Bodenfreiheit gewinnen und auch unsere großen Räder hier montieren können. Was diese Räder hier besonders auszeichnet, ist der wirklich große Reifen. Wir haben hier nämlich einen 285/60 R18. Normal sind immer so 255 auf den Delta-Felgen zu sehen. Ein 285 ist schon noch mal ein bisschen was Besonderes. Und daher haben wir hier, wie gesagt, die optionale Höherlegung noch verbaut, die echt aufwendig ist, weil man hier auch so einen Ausschnitt in der Karosserie machen muss. Das sind jetzt so Sachen, die sind nicht Standard. Ja. Was wieder Standard ist, nur dass ihr es richtig versteht, ist an und für sich die Höherlegung ab Werk und eben dieses wirklich sehr, sehr komfortable Offroad-Fahrwerk. Und er fährt sich nicht nur auf der Straße wirklich sehr komfortabel, sondern auch im Offroad-Gelände schlägt er sich richtig gut, macht richtig viel Spaß. Auf der Straße, im Sand, im Gelände. Und wir haben auch immer wieder Zuschauerzuspruch, also wie viel Aufsicht oder wie sagt man da, wie viel Aufmerksamkeit dieses Fahrzeug bekommt, ist wirklich nicht normal. Das hier ist noch ein Zubehör, das haben wir bei uns in der Werkstatt nachgerüstet. Wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch bei uns. Das ist vom Bravo ein Schnorchel, gehört meiner Meinung nach zur Optik dazu. Aber an und für sich, ja, wenn man den Weinsberg, sage ich mal, standardmäßig bestellt, ist er auf jeden Fall auch ein Hingucker. Weil dieses Design, wie ihr es jetzt seht, also hier mit diesen ganzen schwarzen Elementen, das ist alles Serie. Ja, was natürlich nicht Serie ist, sind hier unsere Werbeaufkleber, aber die gehören natürlich bei der Rallye Dakar dazu. Wir sind hier gesponsert von mehreren Firmen. Die Firma Car-Experts, die Firma Delta, Alco, SBN Media, Sunmobilcast und natürlich Power Campers. Hier hat jeder seinen Teil zu beigetragen. Wenn ihr euch dafür interessiert, solltet ihr auf jeden Fall unseren Kanal abonnieren. Besser gesagt, auf den Kanal vorbeischauen, weil wir hier zu allen Sachen Einbauvideos gemacht haben, also wie das Fahrzeug umgebaut wurde, haben wir für euch dokumentiert. Und wie wir alles getestet haben, haben wir auch nochmal in einem Video festgehalten. Also von dem her, schaut euch das auf jeden Fall an. Wenn wir ein bisschen zurückgehen und du ein bisschen in die Knie gehst, ja, dann sieht man vielleicht auch hier schon unsere hydraulische Hubstützenanlage. Einmal an der Hinter- und einmal an der Vorderachse. Die hat mehrere Vorteile. Erstens steht man, wenn man die Stützen ausfährt, immer kerzengerade.
was den Vorteil bringt, dass wenn man zum Beispiel den Kühlschrank aufmacht, nicht gleich alles rausrutscht. Zweiter Vorteil, der noch viel wichtiger ist, ist, dass man gerade, besser gesagt, angenehm schlafen kann, was wirklich gerade bei der Rallye Dakar sehr wichtig ist, weil die Tage sind lang, ja, die Nächte sind kurz, man geht extrem spät ins Bett, man muss extrem früh aufstehen. Teilweise gehen diese Rennen hier um 3, 4, 5 Uhr nachts oder morgens, besser gesagt, los. Und ja, das ist einfach eine sehr besondere Erfahrung. Und wenn ihr da noch ein bisschen mehr Einblick haben wollt, seid ihr hier bei uns genau richtig. Schaut euch die Videos an. Das hier ist eine Verbreiterung, kennt man, denke ich, von dem einen oder anderen Sprinter. Das ist hier ein 6-Meter-Fahrzeug, heißt, man schläft hier nicht längs, sondern quer. Ja, wenn man jetzt das Bad ausbauen würde, könnte man mit Sicherheit auch längs schlafen. Haben wir auch schon mal gesagt, wäre eine Variante, die für uns in Frage kommt, weil wir persönlich, also der Sebastian hinter der Kamera und ich, sagen, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber Geschmäcker sind verschieden. Und wenn du jetzt so die Heckansicht hinten links mit der Seite so ein bisschen zeigst, dann erkennt man auch den Dachträger, den ich vorhin angesprochen habe, der wie gesagt exklusiv für Weinsberg gebaut wird. Vielleicht erkennt ihr es oben auf dem Dach, da wo diese Streifen nach unten gehen, da haben wir diese orangenen Sandboards mit einer Magnethalterung montiert, richtig cool. Dann haben wir auch auf dem Dach eine Dachklimaanlage, die wir sogar voll autark betreiben können. Und das sind eben so Sachen, die sind jetzt nicht Standard. Ja? Also die haben wir jetzt hier nochmal individualisiert, aber das ist ja auch schon mal wieder ein wichtiger Punkt, man kann die hier individualisieren, weil der Mercedes Sprinter als Basisfahrzeug hier einfach super viele Möglichkeiten bietet, hat man bei manchen anderen Chassis nicht in der Vielfalt. Gut, Ersatzrad ist hier Pflicht, haben wir natürlich mit dabei, wiegt stolze 45 Kilo. Dieser Heckträger, der jetzt auf der rechten Seite als Leiter dient und hier als Ersatzradhalterung, ist auch nicht irgendwo zu kaufen, den kriegt man nur bei Weinsberg. Kann man sich jetzt wieder drüber streiten, gibt es mit Sicherheit auch wieder viele andere tolle Anbieter, aber sag mir doch mal bitte einen Wohnmobilhersteller, wie beispielsweise jetzt Weinsberg, der hier das Komplettpaket anbietet. Wir haben hier einen Sprinter mit individuellen Zubehör auf dem Dach, am Heck und natürlich auch innen drin und das Ganze für einen Preis, der meiner Meinung nach wirklich mehr als attraktiv ist, vor allem wenn man sich eben für einen Mercedes Sprinter interessiert. Weil da gibt es auf der einen Seite schon ein paar Anbieter, aber wenn man da mal Äpfel mit Äpfel vergleicht und vor allem auch Design, Interieur und Funktion, die wir euch auch gleich innen noch zeigen, dann ist man hier meiner Meinung nach schon an einem super coolen Auto zum, ich kann mich nur wiederholen, sehr, sehr guten Preis. Wir schauen noch mal rein. Das Einzige, was mir jetzt persönlich noch fehlt, ist eine Anhängerkupplung. Die können wir aber nachrüsten. Was tatsächlich hier interessant ist, ist, dass hier direkt unten drunter der Frischwassertank verbaut ist. Der ist auch isoliert, beheizbar. Also das Fahrzeug ist natürlich wintertauglich und winterfest. Hier sind alle Tanks isoliert und beheizbar. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, 6 Meter Sprinter, Querbett. Heißt, Garage ist jetzt nicht ewig groß normalerweise, aber wenn ihr mal überlegt oder seht, was hier alles reinpasst, ist schon enorm. Wir haben jetzt hier nicht ein Peli-Case, sondern dahinter noch ein kleines. Und darunter ist ja ein riesiges, also wirklich ein riesiges Peli-Case. Hier passt extrem viel rein und ich muss sagen, wir sind jetzt hier über 20 Tage unterwegs gewesen oder sind noch unterwegs und das Auto ist für 2 Personen mehr als ausreichend. Weinsberg ist, glaube ich, auch dran, noch ein Aufstelldach anzubieten. Dann wird das Auto, denke ich, noch attraktiver. Im Sommer oben schlafen, im Winter unten oder eben mit bis zu 4 Personen fahren. Hier auf der linken Seite haben wir jetzt einen Umbau von WCS bekommen. Das heißt, wir sind hier voll autark. Wir haben hier in Summe 540 Ampere-Stunden Lithium drin, eine richtig tolle Kabelverlegung. Also hier ist alles vom Feinsten verbaut. Dazu haben wir auch mehrere Videos. Und damit wir eben immer autark sind, weil hier mitten in der Wüste gibt es jetzt keine Steckdose, an die man sich anstöpseln kann, haben wir hier eben einen Wechselrichter, hier oben Ladebooster. Kann ich nur empfehlen, ist eine Investition, ist aber auch, wie man sieht, sehr kompakt, sehr leistungsstark. Das gleiche zählt für den LBR 60, den wir hier oben, wie man sehen kann, doppelt drin haben. Dank WCS haben wir hier jetzt in Summe 120 Ampere Ladestrom. Das heißt, 540 geteilt durch 120 dauert dann nicht einmal 5 Stunden und die Batterien sind von 0 auf 100% vollgeladen, sodass egal wo wir stehen, sogar unsere Klimaanlage auf dem Dach betreiben können. Ja, solche Kleinigkeiten, die habe ich früher immer belächelt. Dachte ich mir, braucht kein Mensch. Aber ganz ehrlich, wenn du dann in einem Camper drin liegst, die Hecktüren aufhast oder vielleicht jetzt, während du ein Video drehst, nicht möchtest, dass jeder sieht, was auf dem Bett liegt, dann kannst du es hier einfach runterfahren. Finde ich ein cooles Detail. Markisenkurbel ist oben aufgeräumt. Und das ist durch die Höherlegung echt so ein kleines Manko. Also hier muss man schon einen großen Schritt machen, um da oben ranzukommen. Weil was ich gerade gesehen habe, ist, dass die hier gar nicht richtig drin ist. Sebastian, ich glaube, du hast die reingemacht. Ja, ich bin schuldig. So, jetzt passt das auch wieder. Dann klappert schon mal wieder weniger. Schau. Ja, sonst haben wir hier überall auch diese Filzverkleidung. Ist am Ende des Tages natürlich Geschmackssache von der Optik her. Ich finde es cool, mir gefällt es. Und es trifft sich eben nicht nur hier an den 2 Türen, sondern eben auch im Fahrzeug wieder, sodass das Ganze am Ende wirklich ein stimmiges Gesamtbild hat. Ja, was die Außenfarbe angeht, passt, also wie soll ich sagen,
Meiner Meinung nach passt, glaube ich, keine Farbe besser zu dem, was wir hier gerade machen. Ich kann euch leider den Namen nicht verraten. Ihr könnt aber auch einfach mal auf weinsberg.com gehen. Da könnt ihr euch den Wagen ja auch individuell zusammenstellen. Und wenn ihr wirklich ernsthaftes Interesse habt, schickt mir einfach mal die Konfiguration, dann schaue ich gerne drüber, gebe noch mal ein paar Tipps und mache euch auch, wenn ihr möchtet, gerne ein sehr, sehr gutes und natürlich unverbindliches Angebot. Ja, Markise haben wir auch dabei, haben wir auch schon mal rausgefahren. Hier sind die nächsten Fans. Ja, ist wirklich cool, weil ja, du kannst halt einfach einen Schatten zaubern. Und ja, viel mehr gibt es jetzt von außen fast nicht zu sagen, außer dass der Wagen selbstverständlich die Sides-Rahmenfenster hat. Die sind außenplan und flächenbündig, sind nochmal besser isoliert, einbruchsicherer. Und wir haben hier auch serienmäßig eine Dieselheizung mit E-Heizstab. Hat den Vorteil, wir sind unabhängig vom Gas. Wir haben zwar hinten eine Gasflasche, die könnte man sich meiner Meinung nach aber auch sparen, weil wir haben innen drin ein 2-Flammen-Gaskocher und ein Cerankochfeld. Reicht meiner Meinung nach das Cerankochfeld, wenn man einen Wechselrichter hat. Was wir hier jetzt auch noch optimiert haben, und das kann ich echt jedem nur empfehlen, ist diese Alpha Dynamics Trittstufe. Die fährt automatisch raus und ist auch beleuchtet, wenn man die Schiebetür aufmacht. Die ist mega robust und wenn ich jetzt die Tür zumache, fährt die eben automatisch rein. Und wie man sehen kann, verliert man keine Bodenfreiheit. An der Stelle hier war ursprünglich mal die serienmäßige Thule-Trittstufe montiert, die es in Europa, wenn man, sage ich mal, auf der normalen Straße fährt, auch tut. Aber hier in Saudi-Arabien oder generell, wenn man Offroad fährt, was dieses Auto wirklich kann, ja, ist das hier auf jeden Fall Pflichtprogramm. So, man weiß die Stufe dann auch zu schätzen, wenn man vorne keine hat, weil ich bin jetzt 1,90 groß, stellt euch mal vor, ihr seid ein bisschen kleiner. Das ist schon ein Riesenschritt, den man hier machen muss. Also da bin ich jedes Mal dankbar für diesen Griff. Es gibt auch ein paar Kleinigkeiten, die ich nicht so gut finde. Das ist zum Beispiel das hier, die Remis. Die ist gut, die erfüllt das, was sie machen soll. Und zwar, dass man hier verdunkelt. Nur wenn man fährt, dann legt man seinen Arm eigentlich nicht hier auf, sondern auf der Höhe. Also ich persönlich, und dann ist das halt einfach unangenehm. Gibt es aber auch andere Lösungen, kann man alles noch verbessern. Das sind jetzt nur Details. Wir hatten auch mal ein anderes Video gemacht vor kurzem. Da hat einer bemängelt, warum der Sitz nicht verkleidet ist. Das würde mich jetzt persönlich gar nicht stören, weil das ja die gleiche Farbe ist. Also ich finde das eigentlich ziemlich cool. Aber dieser Deckel hier, der gehört meiner Meinung nach durch eine Kunststoffscheibe, eine stabile oder eine Carbonscheibe ersetzt. Dann hat es gleich nochmal ein ganz anderes Feeling. Sonst, wenn du gerade mal hier so ins Fahrerhaus reinfilmst, Mercedes ist halt Mercedes, richtig cool. Aktueller Sprinter, 190 PS, Automatik, Allrad, hier im Gelände ESP ausschalten, da macht es richtig viel Freude. Und sonst klar, Klimaanlage ist drin, Radio, Navi, Kameras, große Mercedes MBUX mit Mercedes Me und allem, was dazugehört. Fährt sich wirklich sehr, sehr gut, hat eine elektronische Parkbremse, 9-Gang-Wandlergetriebe und ja, also ich kann mich nur wiederholen, ich hätte niemals, nicht mal im Ansatz gedacht, dass das Auto zu dem in der Lage ist, was wir hier gemacht haben. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt zum ersten Mal im Sand unterwegs mit dem Auto und dann mit dem Wohnmobil. Also man darf ja nicht vergessen, klar ist das Auto für Offroad gebaut, aber man ist es halt von Weinsberg nicht gewohnt. Wenn ihr euch ein bisschen informiert, müsst ihr mal googeln. LEV Ludwig, Emil Viktor. Ist auch ein cooles Wohnmobil von Weinsberg gewesen auf Sprinterbasis. Also Weinsberg hat schon Offroad-Gene und daher haben die da auf jeden Fall Erfahrung, weil er fährt sich nicht nur gut, auch während der Fahrt, der ganze Möbelbau bleibt da, wo er sein soll, bleibt da, wo er ist. Und das Einzige, was klappert, ist das, was wir eingeladen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die Geräusche, die man während der Fahrt hört, das Wohnmobil ist, sondern das ist halt unser Besteck, unser Ladegerät, unsere Kamera, die da halt im Schrank rumfliegt, wenn wir da über die Piste heizen. Also von dem her hat er sich den Titel das Goldene Reisemobil 2025 meiner Meinung nach definitiv verdient. Wir haben hier vorne einen Kompressorkühlschrank mit Doppelanschlag verbaut. Ja, hier sind jetzt die Dosen alle kreuz und quer, weil wir halt, wie gesagt, im Gelände fahren. Fliegenschutztür ist auf jeden Fall dabei. Und ich würde sagen, ich kann euch viel erzählen. Innen drin übernimmt jetzt mal der Sebastian hinter der Kamera. Sebastian, geh du doch gern mal rein, bitte, und mach mal das wunderbare Ambiente-Licht an. Grün ist jetzt nicht so meine Farbe, das wäre dann die vom Götz von WCS. Ja, jetzt kommen wir der ganzen Sache schon näher. Mach doch bitte auch mal die anderen Lampen noch an, weil das Lichtkonzept hier ist ja schon eine Nummer. Wir müssen ja nicht mehr keine Schalter mehr betätigen. Wir haben hier oben ein sehr großes Touchpanel. Sorry, ich komme mal rein. Wir haben hier nämlich ein wunderbares Touchpanel. Jetzt wird die Belichtung nochmal eingestellt, dass ihr auch was seht. Uns ein bisschen Zeit. Ich bin jetzt nicht der beste Kameramann, das ist der Sebastian. So, und dann sehen wir eben hier, das muss ich mal ganz kurz unterbrechen, das hier ist ja von Mercedes das System. Also wenn ihr vorne mal schaut, vorne dieses Display ist ja 1:1. Ihr könnt alles, was ihr hier einstellt, auch hier vorne einstellen. Und das finde ich schon ziemlich cool. Ja, ich finde auch ziemlich übersichtlich aufgeteilt, muss ich sagen. Wir haben hier einmal Schlafbereich, Wohnbereich und die Außenbeleuchtung. Dann kann man hier natürlich auch, wenn ich jetzt sage, wir gehen jetzt in den Wohnraum rein, können wir hier einmal die Heizung steuern. Die ist aktuell auch gerade an. Ich weiß zwar nicht wieso, ich schalte mal kurz wieder aus.
Und der hat ja ein Thermostat. Sobald es jetzt sag ich mal, kälter wird, würde dann wieder einschalten. Also kannst du gleich anlassen, weil sonst ist es später kalt. Wunderbar, das wir an, weil das haben wir natürlich schon ab und zu mal gebraucht an Nacht. Kann man hier auch ganz einfache Sachen wie Klimatisierung einstellen, Kühlschrank, Satellitenantenne. Also und die Reaktion ist ja schon gut. Gell? Also es ist schnell. Es ist ein Mercedes. Also es funktioniert 1A. Und was du mir mal gezeigt hast, ist, du kannst es auch übers Handy steuern. Genau, man kann sich die Mercedes-App einfach runterladen, dann verbindet man sich hier über Bluetooth und dann kann man auch alles hier einfach übers Handy einschalten. Also man ist jetzt gerade beim Essen draußen zum Beispiel, wenn man gegrillt hat, dann kann man hier einfach auf Wohnraum klicken, Heizung einschalten und gut ist. Und ich meine auch hier die Funktion. Jetzt mal die Lichter gerade alle an für euch. Genau, die funktioniert auch wunderbar schnell. Ja, also es funktioniert wirklich top. Schlafbereich haben wir auch. So, ich gehe noch mal gerade raus, weil was man mal zeigen muss, ist, wie geil das hier ist. Bleibst mal gerade drin, Sebastian. Schaut euch bitte mal das an. Ich hoffe, man sieht es. Das ist jetzt wieder von der Belichtung her. Sorry, warte, andere Richtung. So, ein bisschen kann ich auch umgehen mit der Kamera. Nein, aber ihr seht's, mit diesem orangenen Ambientelicht, das kann man, glaube ich, von der Farbe auch her einstellen. Das passt dann auch mit der Innenbeleuchtung zusammen. Sieht nicht nur cool aus, zieht einfach extrem viele Menschen an. Wenn man seine Ruhe haben will, ein Tipp, schaltet einfach kurz das Licht wieder aus. Gut, so, ich habe die Ambientebeleuchtung mal kurz präsentiert. Sehr gut. Dann würde ich sagen, musst du gerade die Belichtung mal wieder anpassen. Ich habe gerade ein bisschen runtergedreht. Und das, was ihr außen gesehen habt, seht ihr jetzt auch hier wieder. Und eben auch hier unten. Und das Ganze eben auch auf allen Seiten. Ja? Und wenn du dir das gerade mal anschaust, hier mit diesem gebogenen, aber trotzdem runden Edelstahl, mit diesem Gelochten, das sich auch hier hinten, vielleicht kannst du es gerade mal zeigen, wieder trifft. Das sind eben diese Details, die ich meine. Ja? Schön zuziehen, ne? Ja, man muss dazu sagen, dieses Brett hier, ja, das hat hier normalerweise nichts zu suchen. Das habe ich da hingebaut. Das hat Sebastian hingebaut, weil wir einen Fachboden rausgenommen haben. Also, ja, ist aber auch eine super Sicherung hier. Eine super Sicherung, genau. Hier haben wir den 2-Flammen-Gaskocher und eben dieses Induktionsfeld. Meiner Meinung nach reicht das völlig aus oder man macht 2, dann spart man sich die Gasflasche. Aber der Wechselrichter ist eben nicht serienmäßig, weshalb hier immer noch aufs Gas gesetzt wurde. Und jetzt würde ich sagen, filme ich dich wieder, weil dann kannst du so ein bisschen mal deine Erfahrungen der letzten rund 20 Tage mitgeben. Also es war mein erstes Mal in einem Camper und ich meine, gut, das Bett ist natürlich jetzt nicht das Größte, vor allem für uns beide. Ich glaube, wenn man jetzt mit seiner Freundin oder wenn man zu zweit mit seiner Freundin unterwegs ist, dann ist das ja auf jeden Fall ausreichend. Ich glaube, das Bett ist 1,40 breit. Ich meine, wir beide liegen Schulter an Schulter. Es lässt sich schlafen, ist okay, ist auf jeden Fall besser als die Zelte, also wie unser Team schläft. Die schlafen auf den Dachzelten oder tatsächlich auch am Boden. Da ist natürlich saukalt nachts. Damit wieder natürlich den Vorteil, wir können ja auf guten Matratzen liegen, weil die sind schon, also ich finde die Matratzen... Die sind sehr komfortabel. Man schaut, die sind ja nicht dünn, ne? Also nee, das ist auch eine 7-Zonen Kaltschaumatratze. Wir haben uns ordentliche Kissen gekauft und dann kann man das ist ja der Fehler, den die meisten machen. Die haben eine tolle Matratze, aber die schlechtesten Kissen. Und so kann man da auch wirklich komfortabel schlafen. Und ich meine, mit dem Luxus, dass wir eine Heizung anmachen können, ist natürlich, also da schläft sich halt wie im Hotelzimmer. Ne? Ich meine, gut, dass das Bad jetzt zum Beispiel, das ja, schon wieder die nächsten, das ist unfassbar. Also wirklich, die jubeln uns hier, als ob wir VIPs wären. Ich meine, das Bad, ja, wir nutzen es mehr als Abstellkammer, um ehrlich zu sein, weil wir halt einfach ein Bad auch im Camp haben. Ja gut, im Notfall sind wir schon einmal draufgegangen. Und wir haben auch einmal drin geduscht, einfach um es zu testen. Klar. Weil ganz ehrlich, man kann es jetzt hier vielleicht mal kurz zeigen, sorry. Ja. Es ist hier schon sandig, ja. Also da ist man schon froh, wenn man dann mal ein bisschen Wasser an die Beine bekommt. Ja. Aber ja, also wir haben den Camper ja, ich würde mal sagen, anders genutzt, als viele nutzen würden. Klar. Und was Dennis vorhin auch schon angesprochen hat, das mit dem Gelände, also ich hätte im Leben nicht erwartet, dass der ansatzweise so im Gelände fährt, wie es wir gemacht haben. Also ich meine, ich habe jetzt so eine richtige Leidenschaft fürs Offroad-Fahren entdeckt, muss ich sagen. Dennis tut sich immer ein bisschen schwer auf dem Beifahrersitz, aber das ist geil. Also das Fahrzeug steckt das wirklich einwandfrei weg. Also das taucht super ein, die Möbel, die sind so robust, ja, und auch diese Verschlüsse, sich nicht, die ganzen das ist schon speziell das ist so alles. Leichtgängig immer. Ja. Also wir waren jetzt jeden Tag fast Offroad. Und wir sind nicht langsam gefahren, muss man sagen, im Offroad-Bereich. Und dafür, dass es ein Wohnmobil ist, also vorrangig. Es ist ein Wohnmobil. Wahnsinn. Ja, also ist Wahnsinn. Ich kann es auch nicht anders sagen. Und
hier trifft sich eben das, was der Sebastian gerade beschrieben hat. Also einmal vorne die Performance, der Komfort, der Luxus, sage ich mal, was Fahren angeht, aber eben auch hier cooles Design. Schaut euch diesen Tischausschnitt an, schaut euch mal an, wie das hier angebracht ist. Auch hier unten am Boden nochmal die LED-Beleuchtung. Ja. Dann eben hier diese Holzelemente. Und das ist jetzt eben nicht nur Optik, sondern das ist wirklich ein Holzelement. Das macht es so richtig wohnlich. Richtig, oder zu Hause. auch hier diese Muster. Also hier erkennt man das, glaube ich, ganz gut, wie sich das genau, hier so durchzieht. So zickzack, ja. Da muss man schon Die sagen, Form findest du auch unten, ne? ja, Findest du auch unten, das ist unten auch so gebogen. richtig, also. da kann man das ganz gut sehen. Also das ist schon richtig, richtig toll gemacht. Also meiner Meinung nach verdient gewonnen, was jetzt den Preis angeht. Und ja, auch hier vorne wieder, schau dieses Edelstahl, ja, dieses Fach, diese ganzen Ablagen. Ja, auch hier mit Absicht auf der, schon wieder Fans, auch hier mit Absicht auf der rechten Seite keine Ablage, dass wenn ich hier reingehe, einfach mehr Bewegungsfreiheit habe. Ich kann natürlich auch beide Sitze umdrehen, dann habe ich noch mal ein bisschen mehr Raumgefühl. Da bin ich auch ehrlich, einziger Haken bei Mercedes, du musst die Türe aufmachen. Nein, tatsächlich nicht. Nein? Ich habe rausgefunden, es geht auch ohne. Dann zeig. Dann Also zeig. das Einzige ist, man muss den Stuhl tatsächlich ganz nach vorne machen und dann lässt er sich, guck mal, ohne dass er überhaupt berührt, man wirklich ohne Ah ja, Probleme. schau, das wusste ich gar nicht. Und dasselbe gilt auch für den Fahrersitz. Hier muss man ein bisschen hin und her schieben, Ja. aber theoretisch. Film mich gerade mal, wie ich da drauf sitze, weil da hast du ja nochmal einen ganz anderen Raum, ein ganz anderes Wohlbefinden. Wenn ich jetzt hier mal die Türe zumache, dann haben wir nicht so eine Ablenkung von den Fans. Und vor allem, wenn man sagen muss, wenn man jetzt am Tisch was arbeiten möchte, Richtig. man zieht den Tisch einfach vor. Ja, warte, du musst die Also Sicherung muss man rausmachen. aufmachen, ja. Ja, man muss auch dazu sagen, bitte, ja, sowas macht ja kein normaler Mensch. Ja. Also das hier brauchen wir, um unsere ganzen Akkus zu laden, weil wir haben nicht nur eine Kamera, wir haben 10 oder 12, glaube ich. Wir haben viele Actioncams. Ich hoffe, wir haben in dem Video auch mal ein paar Action-Aufnahmen drin, weil was wir da Offroad gefahren sind, ich hätte nie gedacht, dass das Auto das kann und deswegen auch der Gurt, weil wenn wir da unterwegs sind, Wenn das fest bleibt. muss es festbleiben, weil sonst fliegt das hier eben alles hoch und runter. Die Erfahrung hatten wir am ersten Mal. Ja. Und dementsprechend haben wir jetzt hier unseren Gurt. Ja? So, und du kannst den Tisch nicht nur verschieben, du kannst ihn auch verdrehen. Also tolle Sache. Wichtig nur, bevor man losfährt, immer schön verriegeln. Sicher, ja. Gut, fällt dir noch was ein zum Innenraum? Boah, also ich bin eigentlich im Innenraum bin ich komplett überzeugt. Also da gefällt er mir richtig. Also eben diese Holzpaneele, Ja. weil das dann einfach, das habe ich zu Hause bei mir auch, sag ich mal so. Ich habe mein Büro eingerichtet und ich habe auch hinten an der Rückwand diese Paneele. Ich finde das einfach von der Optik her wirklich schön. Auch mit dem LED. Dein Schnupfensack hätten wir mal aufräumen mein können. Schnupfensack. Ja, das ist ja nicht nur mein Schnupfensack. Ja, eins ist von mir drin. Ja, ey. das ist ja hier real. Das ist ja nichts gestellt. Wir wollen euch auch, wie gesagt, in Zukunft einfach mal lockere Videos bringen, nicht immer nur Verkauf. Klar, wer so ein Auto haben möchte, ist hier bei uns genau richtig. Wir bieten euch hier das Rundum-Sorglos-Paket. Ihr bekommt bei uns nicht nur den Camper, sondern wie gesagt alles, was auch Zubehör angeht. Wir bieten auch Finanzierung an, Garantieverlängerung und. Und ich kann es nur noch mal sagen, er ist nicht ohne Grund das goldene Reisemobil 2025. Wir haben eine Top-Basis, eine Top-Ausstattung, einen guten Preis, also einen fairen Preis für das, was man hier bekommt und auch ein zeitloses, cooles Interieur, das hier wirklich in die Landschaft perfekt reinpasst. Schaut euch mal den Sonnenuntergang an, schaut euch mal den Berg an. Also fällt mir nichts mehr ein. Hast du noch was zu sagen, Sebastian? Ich kann eigentlich nur sagen, jeder, der ein Wohnmobil sucht und der gerne mal an Plätze fährt, wo ein normales Wohnmobil nicht hinkommt, also zum Beispiel, wo man mit einem Fiat Ducato nicht hinkommt, da kann man sich nur dieses Fahrzeug kaufen. Und in diesem Sinne, wer wirklich noch mehr über das Fahrzeug erfahren will, der guckt sich einfach jetzt mal das Video an und dann sehen wir uns im nächsten Video.